Geschichte. Vielleicht sollte ich ab und zu mal einfach die Augen zumachen, um nicht wieder was Neues zu sehen. Ich glaube, das endet so irgendwie nie. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Das heißt bei denen irgendwie ein Haftungsthema. Ich weiß nicht, wie du das siehst und ob wir überhaupt noch irgendwann auf Reise gehen. Wir sind Yvonne und Nikolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Wir wurden in den letzten Kommentaren der Videos so gefragt, ob das jetzt eigentlich ein Reparaturkanal geworden ist und ob wir überhaupt noch irgendwann auf Reise gehen. Natürlich werden wir noch auf Reise gehen, das war ja nie als Reparaturkanal geplant. Es ist halt unsere Geschichte, dass wir jetzt erstmal hier in Deutschland noch verstecken und den LKW für die Reise fit machen. Naja, und damit herzlich willkommen zum Kanal. Heute haben wir vor, dass wir die Ventile einstellen oder die Ventile überprüfen erstmal und dann gegebenenfalls nachstellen. Und da machen wir uns jetzt ran. Auf diesem Weg möchten wir uns heute einmal ganz doll bei euch bedanken. Wir sind jetzt schon bei 6.300 Abonnenten. Das haben wir uns echt nicht erträumen lassen Anfang des Jahres. Vielen Dank für eure ganzen Likes unter unseren Videos, die lieben und vor allen Dingen hilfreichen Kommentare, die ihr uns immer sendet. Und wir möchten uns mit einem kleinen Gewinnspiel heute für eure Treue bedanken. Was ihr alles machen müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen, das erfahrt ihr in dem Video. Also bleibt dran! Wir nehmen jetzt den Ventildeckel ab und stellen die Ventile ein. Das habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Ich bin echt mal gespannt, wie das geht. In der Bedienungsanleitung steht drin, mit wie viel Luft die eingestellt werden sollen. Aber so jetzt in Live und Farbe habe ich das bisher noch nie gehabt und noch nie gesehen. Ich bin gespannt. Die Dichtung sieht gut aus. Die werden wir auf jeden Fall normal verwenden. Ich habe zwar noch eine liegen, aber die packe ich mir dann ein. Und dann haben wir auf jeden Fall eine. Irgendwie erinnert mich das an das Boot. So ein bisschen. Als, ja, das noch ein richtig geiler Motor war mit dem Boot. Ja. Ja, die Szene, wo der den Schnaps da reingibt, um die letzten 20 Umdrehungen auch noch hinzukriegen. Ja? Aber ich finde so Motoren mit so offenen Ventiltriebe, finde ich total geil. Hat was, ne? Ich gucke hier gerade, ob ich noch ein Handbuch von einem anderen Modell finde, wo vielleicht erklärt wird, wie man den Motor drehen kann. Zum Ventil einstellen muss man halt den Motor immer in die richtige Position drehen. Ich habe aber für den jetzt, also für unseren, keinen Reparaturleitfaden oder sowas. Ja, ich habe ein Reparaturhandbuch von einem S170, da ist der Motorblock der gleiche, ist aber auf Französisch. Genau, hier kann man die Kopfschrauben sehen. Ja, die sind nummeriert, sag ich mal. Die werden ja nach Nummerierung normal angezogen. Genau. Ja. Deswegen, sage ich mal, sind die nicht durchlaufend nummeriert, sondern hast du 1, 2, 3, das ist ja auch die Anzugsreihenfolge. Mhm. Also man geht von innen nach außen irgendwie, ne? Ja, ja, genau. Das muss man erstmal alles wissen. Also hier im Getriebe, da ist so eine Platte drauf, die man abschrauben kann, damit man auf den Zahnkranz des Masseschwungrads kommt. Ich glaube, das heißt Masseschwungrad. Und dann kann man halt mit einem Schraubendreher, also mit einem Schlitz, in den Zahnkranz rein und den Motor drehen, Stück für Stück. Ich versuche jetzt den Motor im Uhrzeigersinn zur Fahrtrichtung mit dem Schraubendreher zu drehen. Also es fühlt sich so an, als ob ich das Ding drehe. Ja. Das ist gut, wenn man das einmal selber macht.
Dann hat man das Gefühl, also weiß man wo und wie. Ich kann allerdings jetzt nicht sehen, wo er sich dreht, aber ich sehe, dass sich die Scheibe hier für die Keilriemen drehen. Eigentlich weiß ich hier gar nicht, was sie hier macht. Also was mache ich hier gerade? Ich drehe den Motor jetzt so weit, bis dieser Kipphebel ganz oben ist vom Einlassventil und der Kipphebel ganz unten ist vom Ausgangsventil. Und wenn das soweit ist, dann kann ich das Ventilspiel von diesem Zylinder, von diesen Ventilen überprüfen. Also ich habe jetzt gerade gelernt, es gibt da eine simple Faustformel zum Einstellen der Ventile. In Summe ist es immer die 7, heißt es sind 6 Zylinder, also beim 6-Zylinder kann man diese Formel anwenden. Das heißt, wenn ich jetzt den Zylinder 1 auf Überschneidung gestellt habe, also die Ventile auf Überschneidung gestellt habe, dann kann ich Zylinder 6 die Ventile prüfen und das ergibt 7. 1 und 6 gibt 7. Dann mit 2 und 5, 3 und 4 und so weiter. 4 und 3 und so kann man immer entsprechend sehen, welche Ventile welchen Zylinders gerade dran sind. Genau. Und Überschneidung bedeutet, dass das Einlassventil geschlossen ist, das Auslassventil offen ist und das Einlassventil bei der nächsten, also bei weiterer Drehung dann am Öffnen ist. Der ist jetzt ganz oben und das Auslassventil geht jetzt runter. Und ich versuche jetzt den Punkt zu erwischen, wo das ganz unten ist und das hier dann anfängt gerade wieder aufzumachen. So, kein Spiel mehr da. Das ist gut. Merkst du? Tatsache, da lässt sich nichts mehr bewegen. Ja. Okay. Hätte ich dir vorher sagen können, habe ich nämlich schon markiert. Aber zum Lernen, dass du mal gemacht hast, ist das ja okay. Wenn du jetzt, Dass das so viel ist. jetzt gehen wir mal anders hin, deswegen, ich finde das schon unheimlich viel. Jetzt gehen wir mal für den Spaß hin, sag ich mal, damit du dir da ein Bild von machen kannst. Da war 0,40, wa? Ja. Auslass. Jetzt nimmst du den 0,30er, das müsste der hier sein. Steck den mal rein. Das ist nur ein Zehntel. Das macht sich super merkbar, ne? Ja. Jetzt geh mal mit der Hand selber dran und beweg den mal rauf und rauf und dann merkst du das. Ja. Merkst du? Das ist, als wäre da ein Grand Canyon dazwischen. Genau. Ja. Und das ist nur ein Das ist im Zehntel. Grunde genommen ein Haar. Das Ergebnis jetzt der Ventilnachstellung bzw. Ventilprüfung war, dass die Einlassventile alle zu stramm eingestellt waren. Die musste ich alle lockern. Und bei den Auslassventilen waren so 2, 3 waren zu lose. Mal gucken, wie der Motor dann läuft. Ich werde jetzt erstmal sauber machen, zusammenbauen. Die Dichtung, die da drin war, die werde ich wiederverwenden. Das muss noch alles gründlich gereinigt werden und dann halt mit zusätzlicher Dichtmasse sollte das dann auch wieder dicht werden. Ich will mich ja nicht mit fremden Federn schmücken. Diese Idee hier, die kam jetzt nicht ursprünglich von mir. Ich habe nur nach einer Möglichkeit gesucht. Aber diese Idee mit diesen Unterlegscheiben für die Stoßdämpfer, die hatte Hans-Peter von Polarfuchs. Also vielen Dank an der Stelle nochmal. Funktioniert super. Ich erzähle euch jetzt, was ihr gewinnen könnt. Und zwar ist es dieser 87-teilige Werkzeugkoffer von Makita. Den haben wir selber auch. Ich finde ihn großartig. Enthalten ist entsprechend die Halbzollknarre, die Viertelzollknarre, beziehungsweise es ist eine kombinierte 3/8 Zoll Viertelzollknarre, finde ich ganz gut. Die gängigsten Größen in Form von Langnüssen, die man dazu braucht, von 8 bis 21, Schraubendreher, Schlitz und Kreuz. Dann haben wir hier noch die Maulschlüssel, Bitsätze, kleinere Nüsse, eine Zange noch dazu. Und wie ihr das Ganze gewinnen könnt, das erzählen wir euch in ein paar Minuten, also bleibt dran. Wo ich die ganze Zeit hier auf dem Motor wieder rumturne, fallen mir natürlich auch hier und wieder dann so ein paar Sachen auf. Der Hydraulikschlauch von der Servopumpe, der ist richtig porös. Tja, vielleicht sollte ich ab und zu mal einfach die Augen zumachen, um nicht wieder was Neues zu sehen. Ich glaube, das endet so irgendwie nie, aber na gut. Wir haben jetzt einen neuen machen lassen, das ist zum Glück metrisches Gewinde, ist jetzt kein Thema gewesen.
Das sind jetzt alle Schläuche aus dem Kühler, also alles, was mit dem Kühlwasser zu tun hat, also Heizung und Motorkreislauf. Das war eine ganz schöne Plackerei. Also gerade diese alten Schläuche hier, diese Dinger, die sind irgendwie mit so einem Drahtgeflecht drumherum noch. Die habe ich nicht runtergekriegt. Zum Teil musste ich halt die Schellen auch durchsägen. Da hat sich dann noch das Multitool zweimal brauchte ich das dafür. Das hat sich echt gut gemacht, weil sonst wäre ich da nicht rangekommen. Ja, und jetzt werde ich diese Schläuche hier erneuern. Es haben uns auch noch ein paar Kommentare erreicht, wo natürlich gute Hinweise dabei waren. Unter anderem wurde halt auch gesagt, ja Mensch, die Achse, die kann man doch bestimmt auch noch weiterverwenden, dass die nicht in Schrott kommt. Die kommt auch nicht in Schrott. Da finden wir auch eine Möglichkeit, dass die entsprechend dann weiter verwendet werden kann. Das hängt halt so ein bisschen davon ab, ob dann auch ein Abnehmer da ist, aber da finden wir eine Lösung. Dann hatten wir ja gezeigt in einem der Videos, dass man die Radmuttern markieren kann, um dann nicht die Reifen ständig nachziehen zu müssen. Das ist nur so halb richtig. Ich möchte hier auch nochmal richtig stellen, weil das wirklich sicherheitsrelevant ist. Alle Reifen, wenn sie abgenommen wurden, müssen halt bei 150 Kilometer spätestens nochmal nachgezogen werden. Und dann kann man die Markierung drauf machen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, das zu markieren. Aber dann erst macht man die Markierung drauf, um zu sehen, ob sich dann während der Zeit bei jeder Abfahrkontrolle irgendwo eine Radmutter gelöst hat. Aber erst müssen die Radmuttern nach 150 Kilometern nochmal nachgezogen werden. Das ist halt bei denen irgendwie ein Haftungsthema. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich denke nicht, dass es viel sicherer ist, wenn es erstmal hierher geschickt wird und dann wieder nach Hamburg. Gut, alles klar. Dankeschön. Tschüss. Wenn man Druckverlust hat in der Bremsanlage, lohnt es sich ruhig mal hier auf diese Ablassventile zu gucken. Ich habe jetzt hier neue besorgt. Die sind häufig auch mal ganz gerne undicht und das ist mal schnell gemacht und kostet jetzt auch nicht die Welt. Ich glaube irgendwie 4 € oder sowas kostet ein so ein Ventil. Einfach mal mit Lecksuchspray draufhalten und gucken, ob da sich Bläschen bilden. Meistens findet man da was. Also ich habe jetzt zumindest schon 2 gefunden, die bei mir undicht sind. Und wenn nicht, naja, also es ist wie gesagt jetzt nicht so teuer, die einmal auszuwechseln. Also es lohnt sich ohnehin, die Dinger mal aufzumachen, weil da ist eine ganze Menge Rost im Tank. Ja, jetzt könnten einige sagen, warum wechselt ihr nicht gleich den Tank aus? Ich weiß gar nicht, ob man den jetzt so noch bekommt. Mal sehen. Vierer-Club-Kabinen, die haben hier so eine Aufnahme für die Gurte schon gehabt. Ich musste da nur diesen Proppen rausnehmen und dann hatte ich ja auch schon Gewinde drin. Also das ist halt da schon für vorgesehen. Auch wenn ja jetzt die Feuerwehr eben halt nicht ausgestattet waren mit den Sicherheitsgurten, weil die brauchen sie ja nicht. Und ich meine auch, dass Fahrzeuge bis Baujahr 85 auch keine Sicherheitsgurte vorschriftsmäßig brauchen. Trotzdem haben wir jetzt welche eingebaut. Naja, und diese Aufnahmen hier drin, die sind halt auch speziell für diese Schrauben, die für die Sicherheitsgurte genormt sind. Also es sind halt keine, das sind M16er Gewinde irgendwie. Habe ich vorher noch nie gesehen und ja, die passen genau da rein.
Wir sind jetzt am Ende des Videos angekommen und jetzt verraten wir euch noch, was ihr dafür tun müsst, um diesen Koffer gewinnen zu können. Erstens, ihr abonniert unseren Kanal oder seid schon Abonnent unseres Kanals. Zweitens, ihr liked dieses Video. Und drittens, ihr hinterlasst einen Kommentar in diesem Video mit dem Wort Gewinnspiel. Die Teilnahmebedingungen zu diesem Gewinnspiel findet ihr in der Videobeschreibung. Lest die bitte ganz gründlich einmal durch. Und wenn ihr eure Chancen erhöhen wollt, schaut heute Abend um 18 Uhr auch auf unserem Instagram-Account vorbei. Da werden wir auch ein Gewinnspiel online stellen, wo ihr 2 dieser Koffer gewinnen könnt. Viel Glück!